Hola, ¿qué tal? Ich habe vor einigen Tagen eine Instagram-Umfrage gestartet, in der ich alle Jugendlichen gefragt habe, was sie derzeit am meisten stresst. Und ich möchte sehr gerne eine Antwort aufgreifen, die von einer lieben ehemaligen Schülerin gekommen ist, die gesagt hat, es sind ihre eigenen Erwartungen und ihr Perfektionismus, die sehr zum Stress beitragen. Perfektionismus betrifft viele Jugendliche und besonders auch Mädchen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man schon früh schleichenden Perfektionismus erkennen kann und wie man zu Hause und in der Schule Perfektionisten helfen kann. Mein Name ist Alexandra, ich bin ehemalige Lehrerin, habe Psychologie studiert und die Coaching-Ausbildung gemacht. Über die letzten 10 Jahre habe ich mit Jugendlichen in Ländern wie Österreich, Niederlanden, Französische Schweiz und USA gearbeitet und möchte jetzt mein Netzwerk in Südamerika ausbauen, wo wir uns momentan aufhalten. Manche Menschen halten Perfektionismus für etwas Gutes, denn Perfektionisten sind harte Arbeiter, motiviert, gewissenhaft, engagiert und obwohl das alles zutrifft, sind Perfektionisten auch eher gestresst, leiden eher an Burnout, haben ein geringeres Selbstwertgefühl oder auch eher Angstzustände. So, es ist auch wichtig zu wissen, dass Nicht-Perfektionisten motiviert und gewissenhaft arbeiten können. Und hier wollen wir ansetzen. Wie erkennst du jetzt, dass ein Kind, ein Schüler am Perfektionismus leidet? Perfektionistische Kinder zeigen wenige oder mehrere der folgenden Eigenschaften. Sie sind meistens sehr vorsichtig, wenn sie etwas beginnen. Sie sind weniger risikofreudig. Sie konzentrieren sich mehr auf die Fehler anstatt auf den Erfolg. Sie setzen sich oft unrealistische Ziele und ärgern sich dann, wenn sie es nicht erreichen. Sie haben also oft nur einen richtigen Weg, wie sie eine Aufgabe lösen wollen. Wenn sie dann aber jemanden sehen, der eine Aufgabe anders löst oder falsch löst, sind sie dem gegenüber sehr kritisch. Wenn man ihnen dann mit Kritik begegnet, haben sie eine höhere Abwehrhaltung, sind sehr sensibel oder reagieren auch oft verlegen. Sie haben also oft Schwierigkeiten, Aufgaben zu erledigen, weil es nie gut genug ist. Oder sie vermeiden schwierige Aufgaben, weil sie glauben, sie schaffen es eh nicht. Und wenn sie eine Aufgabe erledigen, vielleicht beim Fußballspielen, ein Tor schießen, ist ein Erfolg, aber dann gibt es jemand anderen, der macht es besser, der schießt 2 Tore, fühlen sie sich wiederum als Versager. Diese Kinder tendieren oft dazu, dass sie an Depressionen leiden, weil sie merken, dass im Leben nie immer alles perfekt laufen kann. Es liegt sehr viel außerhalb von ihrem Einflussbereich. Was sind jetzt Strategien, die man zu Hause oder in der Schule anwenden kann, um Perfektionisten zu helfen? Erstens sollte man sie genau beobachten und ihnen zuhören. Sagen sie vielleicht oft Dinge wie, ich kann das nicht, oder schieben Sachen auf bis zum letztmöglichen Zeitpunkt, weil sie so eine Angst haben, etwas falsch zu machen und das Fehlerrisiko überschätzen. In diesem Fall ist eine Strategie aus dem Coaching sehr wertvoll, wenn man sie fragt, was ist denn das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ist, man stirbt. Wenn aber die Wahrscheinlichkeit des Überlebens über 99% beträgt, ist das einmal eine Angst, die man nicht ernst zu nehmen hat. Wenn man dann ein bisschen weiter fragt, wird sich herausstellen, dass all diese Szenarien nicht das Ende der Welt bedeuten. Wenn man diese Fragestellung mal beherrscht, kann man das auch auf andere Bereiche des Lebens ausweiten. Wenn ein Kind Ängste zeigt, negative Gefühle, Kritik an sich übt, kann man fragen, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Und das kann dabei helfen, alle Ängste des Lebens zu relativieren. Das Zweite ist, man kann Kinder ermutigen, Listenersteller zu werden. Perfektionistische Kinder tendieren oft dazu, dass sie über vergangene Fehler nachdenken und dann richtig erstarrt sind vor Angst, weil sie Angst haben, ein neues, kompliziertes Problem, eine Aufgabe zu beginnen. Wenn man jetzt eine To-Do-Liste, eine Checkliste erstellt, kann das helfen, einen komplexen Prozess in überschaubare Schritte zu unterteilen. Es ist dann auch ein bisschen einfacher, erfordert weniger Nachdenken, einfach Aufgabe zu machen, check, weiter, abhaken, weiter. Das funktioniert gut für Schulaufgaben sowie auch Freizeit- oder Hausaufgaben. Die nächste Strategie, versuch mal ein Fehlervorbild zu sein. Schaffe Möglichkeiten im Alltag, wie dein Kind dich beobachten kann, wie du in etwas Wichtigem nicht perfekt bist. Diese Vorbildfunktion ist besonders wichtig, falls dein Kind das Gefühl hat, dass von dir ein gewisser Leistungsdruck ausgeht oder sie dir gerecht werden müssen. Vielleicht schreibst du mal eine Zahl verkehrt rum und ups, heute ist ja gar nicht verkehrt rum Tag. Oder egal welche Kompetenz dein Kind gerade erlernen möchte, wo sie den Perfektionismus zeigen, ist es wichtig, dass du auch mal ein Fehlervorbild bist. Nächster Punkt, hilf deinem Kind, einen Mentor zu finden. Das kann ein älteres Familienmitglied sein oder ein vertrauenswürdiger Nachbar oder Freund, den das Kind schon länger kennt. Diese Menschen bieten dem Kind Perspektiven und Unterstützung und sind ein lebender Beweis dafür, dass Leute nicht immer perfekt sein müssen, um erfolgreich zu sein.
Auch ist es für die Kinder einfacher, sich einem Mentor gegenüber zu öffnen, anstatt den Eltern, weil gegenüber den Eltern eine gewisse Scheu da sein kann. Der letzte Punkt, den ich gerne besprechen möchte, ist der Umgang mit dem inneren Kritiker. Jeder, der eine starke kritische innere Stimme hat, wird nie denken, dass man etwas aus eigener Stärke erreicht hat, sondern aus Glück oder durch Hilfe von anderen. Und hier ist der Unterschied zwischen Selbstmitgefühl und Selbstkritik wichtig. Denn Jugendliche, die sich gerne selbst fertig machen, wenn sie was nicht erreicht haben, würden vielleicht anders reagieren, wenn die gleiche Situation einem Freund passieren würde. Man kann jetzt fragen, was würdest du deinem Freund sagen, wenn er in einer ähnlichen Situation wäre? Anstatt zu sagen, du bist so dumm, würden sie vielleicht sagen, macht nichts, machst es halt morgen oder beim nächsten Mal machst du es besser. Selbstmitgefühl ist sehr wichtig, um den eigenen Perfektionismus zu überwinden. Es gibt auch so viele berühmte Misserfolge, Leute, die sehr lange gescheitert sind, bevor sie endlich Erfolg hatten. Die Geschichte ist voll mit solchen Menschen. Vielleicht hat dein Kind ein bestimmtes Vorbild, einen Sänger, einen Sportler, einen Künstler, einen Politiker. Vielleicht gibt es davon eine Biografie, die du ihm zeigen kannst und ihr könnt gemeinsam sehen, wie der Held des Kindes verschiedene Misserfolge überwunden hat. Also, wie wir im letzten Video schon gesehen haben, wir loben die Bemühungen und nicht nur die Ergebnisse. Das gilt schulisch sowie auch privat. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass ein Kind jemanden freundlich behandelt oder zu jemandem nett ist, können wir das genauso loben. Hier ist auch die eigene Vorbildwirkung wichtig. Wenn wir wollen, dass ein Kind immer freundlich grüßt, dann müssen wir das genauso tun. Wenn wir uns nur auf Leistung konzentrieren, werden Kinder und Jugendliche den Fehlern gegenüber sehr abgeneigt und das wiederum steigert den Perfektionismus. Wir wollen also zeigen, dass wir Vorbild sind und nicht immer perfekt sein müssen. Wenn du mehr Kommunikationsstrategien suchst, wie man mit Jugendlichen sprechen kann, um die Beziehung zu stärken und ihnen zu helfen, negative Stimmen und Ängste zu überwinden, möchte ich dir das einstündige Webinar für Mütter von Teenagern ans Herz legen. Es ist ein einstündiges Video, in dem Kommunikationsstrategien besprochen werden, wie sie im Coaching auch angewendet werden, die du zu Hause verwenden kannst. Es ist auf Englisch, ansonsten ist kein Vorwissen nötig und du findest es im Link in der Beschreibung. Ich hoffe, die Information war brauchbar für dich. Wenn du mehrere Vorschläge hast, was du gerne von mir hören möchtest, was ich aus dem Psychologiestudium, meiner Zeit als Lehrer oder als Coach besprechen kann, schreib es in die Kommentare. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.